Hallo, liebe Community, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lia und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mich gefunden habt. Und ich freue mich, dass euer Weg zu mir gekommen ist und sich unsere Wege damit gekreuzt haben und wir gemeinsam ein paar Schritte gehen können. Und alles, was ich mir wünsche, hier in der Zeit, die wir zusammen verbringen, ist, dass ich euch inspirieren kann auf eurem Weg und euch mehr und mehr Kraft zurückgeben kann mit dem metaphysischen Wissen und dem Wissen der Realitäten. Und ich lade euch ein, wenn ihr komplett neu seid auf meinem Kanal, dass ihr euch Zeit nehmt und ein bisschen durch die Videos lauft und euch die Videos von Anfang bis Ende anguckt, um einfach einen Einblick zu bekommen auf das, was ich mache. Und natürlich hier ein weiterer kleiner Einblick hier. Ich habe einen Supporthund, die sich wohl nicht nehmen lässt, hier in diesem Video jedes Mal reinzuskippen. Anyway. Ich dachte mir, dass ich heute die Zeit auch nehme, um ein bisschen mal über das Thema Matrix zu sprechen und Negativität. Weil ihr seid ja bestimmt durch andere Videos zu mir gekommen und ihr habt bestimmt auch entdeckt, dass die Themen, die ich anspreche, sehr stark polarisieren. Und ich möchte euch helfen, dieses Thema ein bisschen mehr zu verstehen. Und die metaphysischen Hintergründe würde ich euch sehr, sehr gerne näher beibringen, sodass euer Verstand versteht und in den Frieden kommen kann damit, dass Negativität existiert und einfach Teil dieser Welt ist. Und zuallererst eine der wichtigsten Quotes, die ihr mehr und mehr hört, wenn ihr mit mir oder mir folgt oder mir zuhört, ist, dass ich sage, alles ist eure Energie. Und was ich damit meine, ist, dass ihr eure Welt erschafft und zwar permanent. Nicht nur als der Mensch, der ihr seid, sondern die Seele, die ihr seid, die eine menschliche Erfahrung hat, nämlich ihr. Und während ihr eine menschliche Erfahrung habt als die Seele, die ihr seid, erschafft ihr diese Erfahrung permanent, wie in einem Computerspiel, das sich mit jedem neuen Moment neu erschafft. Und so erschafft ihr aufgrund von eurer Energie die Realität, in der ihr euch befindet. Und es gibt nicht nur eine Realität damit, sondern unzählige individuelle Realitäten von sehr, sehr vielen verschiedenen Seelen, die hier eine menschliche Erfahrung haben. Es gibt aber auch Übereinkünfte, wie die Realität für alle aussieht. Deswegen ist zum Beispiel ein Stuhl, ein Tisch, ein Tisch, ein Hund. Und deswegen sieht unser Körper so aus, wie er aussieht, weil wir die Übereinkünfte getroffen haben, dass das hier in unserer Erfahrung genauso ist und richtig ist. Aber das sind auch die wichtigsten Punkte, in denen wir übereinstimmen. Dazu kommt aber, dass jede einzelne Seele natürlich, und das wisst ihr schon, ihre ganz eigene Erfahrung schreibt, ihr eigenes Buch schreibt, und zwar Kapitel für Kapitel. Und im Vergleich zu dem, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, der Seelenplan ist lediglich ein kleines Randkonzept einer Essenz, die ihr erschafft, eine Essenz und dann abtaucht. Und ihr seid momentan in der Essenz von Dualität und von Aufstieg, von Reinigung, von Klärung und von Heilung. Und was ihr hier tut, ist, ihr taucht in die Essenz ab. Und während ihr in die Essenz abtaucht, schreibt ihr eure ganz eigene Geschichte, wie ihr diese Essenz empfindet. Und die Seele hat viele Essenzen erschaffen und viele Avatare und Erfahrungsspektren erschaffen, um die Essenzen von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und jeder hat seinen ganz eigenen Blickwinkel und seine ganz eigene Perspektive dadurch. Und das ist genau richtig so. Und viele Seelen erschaffen sogar innerhalb von einer Essenz. Und innerhalb dieser Essenz von einem Perspektivenspektrum, was hier auch bekannt ist als Zeit, mehrere verschiedene Inkarnationen. Und so kann es sein, dass ihr eine Inkarnation habt in einem sehr spirituellen Zustand und eine Inkarnation in einem total schlafenden Zustand. Und das findet gleichzeitig statt für eure Seele, denn die Seele selbst ist nonlinear. Zeit existiert nicht von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern der Kosmos selbst ist nonlinear und eher spiralförmig, bis sich die Spirale auflöst und zu einer reinen Masse, eine Suppe von Momenten wird. Und so kann es sein, dass eine Seele sich parallel verschiedene Positionierungen einnimmt innerhalb einer Essenz, um die Erfahrung von vielen Blickwinkeln zu beleuchten. Und deswegen haben wir diese starke Dualität hier auch auf diesem Planeten. Und wenn ihr zum Beispiel seht, dass negative Kommentare unter einem Video stehen, das ihr toll findet, wo ihr in euch fühlt, dass das eure Wahrheit ist und dass in euch etwas tief geweckt wird, das ist das, was ich tue. Ich helfe euch, in euch das zu reaktivieren, was ihr sowieso schon wisst. Ich bin
bin nichts Besonderes. Ich bin lediglich eine Reflexion von euch und von dem, was sowieso in euch vorhanden ist. Und ich helfe euch, das, was ihr schon lange wisst, wach zu kitzeln und hervorzubringen. Aber nicht jeder, mit dem ihr eine Realität teilt, mit dem ihr sprechen könnt und der das gleiche Video sieht, stimmt auch eurer Perspektive zu. Manche Menschen sind einfach noch nicht bereit oder ready, wie ich es manchmal sage. Und für die, die sich fragen, warum spreche ich mal Englisch und mal Deutsch, weil ich dualinguistisch bin. Ich lebe in Irland und ich bin ursprünglich gebürtige Deutsche. Und ich habe eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu dem amerikanischsprachigen Raum und dem englischsprachigen Raum, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin. Deswegen nutze ich manchmal zwei Sprachen und das kann vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Aber auch das hat seine guten Vorzüge, denn nicht nur das gesprochene Wort ist das, was hier wirkt, sondern die Telepathie, die ich hier permanent einwebe. Und für die, die sehr, sehr sensibel sind, sie fühlen die Energien und dass in ihnen etwas passiert. Während ich spreche, findet in jedem einzelnen Video eine Übertragung von Hochfrequenzen statt und ein Download von Telepathie und telepathischen Informationen, die in euch und in eurem energetischen Feld wirken und euch helfen, mehr und mehr von dem zu reaktivieren und verfügbar zu machen, was ihr sowieso schon wisst, aber einfach vergessen habt, während ihr euch ganz tief fokussiert habt auf diese menschliche Erfahrung. Und zurück zu der Dualität. Und hier habt ihr eure verschiedenen Perspektiven und das, wozu ihr bereit seid, in eurer Realität aufzunehmen. Und es gibt einfach Seelen, die haben nicht die Bereitschaft, dieses Wissen und diese telepathischen Informationen aufzunehmen oder zu greifen, weil es nicht im Einklang steht mit ihrem Vorhaben, mit ihrer Perspektive, die sie eingenommen haben, um in der Essenz, in der sie abgetaucht sind, jetzt zu diesem Moment, ihrer Realität, zu erfahren. Das bedeutet, sie sind in sich zu tief getriggert, weil die Perspektive eigentlich noch gar nicht für sie bestimmt war, weil die Energien und die telepathischen Informationen, die permanent fließen, während ich mit euch spreche, denn ich nutze, während ich spreche, keine menschliche Sprachtechnologie, ich nutze extraterrestrische Technologie, hohe Bewusstseinstechnologie und downloade nochmal 80-90% Informationen zu jedem einzelnen gesprochenen Wort dazu. Das ist Telepathie. Telepathie ist nicht nur Stimmen in seinem Kopf zu hören, die andere telepathische Wesen übertragen. Telepathie bedeutet, Informationsbündel zu senden und selbst entschlüsseln zu können. Und viele von euch sind telepathisch, aber einfach nicht geschult zu erkennen, wie Telepathie funktioniert. Aber es gibt zurück zu den Leuten, die noch nicht bereit sind. Sie haben noch nicht die Perspektive und die Bereitschaft als die Seele, die sie sind und die menschliche Erfahrung, die die Seele hier kreiert, für diese telepathischen Informationen, weil das Wissen und die Energien und die Frequenzen, die hier im Hintergrund ganz subtil arbeiten, ihre Realität verschieben würden, sie erinnern würden, bevor sie überhaupt bereit sind, diese Erinnerung zu verarbeiten. Und dann reagiert die Seele über den Avatar des Menschen wie protektiv und er schafft eine Art Schutzschild für diese Telepathie und dieses Schutzschild ist eine niedrige Frequenz und die niedrige Frequenz ist Wut, Hass, Ablehnung, Verurteilung und so kann es sein, dass eine Seele, die nicht bereit ist für diese telepathischen Informationen und den Download, der stattfindet, während ich spreche, dass eine Art Schutzwall aufgebaut wird aus Negativität, um die eigene Realität und damit den Sinn der Existenz der menschlichen Inkarnation zu schützen. Denn jede Seele erwacht immer dann, wenn sie bereit ist, genau zur richtigen Zeit. Deswegen müsst ihr niemanden belehren und niemanden wachrütteln und niemanden versuchen aufzuwecken. Es passiert von ganz alleine dann, wenn die Seele bereit ist. Und dann wird die Seele auch nicht mehr negativ reagieren auf zum Beispiel Videos und Messages von mir oder von anderen, die auch mit telepathischer Technologie arbeiten, weil es keinen Grund mehr gibt, die eigene Realität zu erhalten und eine negative Frequenz als Schutzschild aufzubauen. Und ich hoffe, dass euch diese Information auch hilft zu verstehen, was überhaupt passiert, wenn Menschen auch vielleicht euch gegenüber negativ
begegnen und ihr vielleicht doch etwas telepathischer seid, als ihr glaubt und ihr Energien übertragt, für die euer Gegenüber einfach noch nicht bereit war. Das kann passieren und wird immer mehr passieren. Warum? Weil ihr aufwacht. Warum wacht ihr auf? Weil ihr euch entschieden habt, aufzuwachen. Und weil ihr euch entschieden habt, aufzuwachen, aktivieren sich auch verschiedene Pfade in eurem Gehirn, die davor verschlossen waren. Und auf einmal öffnen sich die Pfade für mehr Telepathie und ihr teilt ganz unbewusst, ohne dass ihr es bewusst tut, Informationen. Und diese Informationen, die ihr teilt, sind telepathische Overlays in das, was ihr sprecht. Und andere Menschen, die auf einem ähnlichen Bewusstseinslevel sind wie ihr, diese Menschen sind bereit, eure telepathischen Informationen mit dem Gesprochenen zu empfangen. Man sagt, sie sind sensibel und sie fühlen das, was ihr sagt. Das hat auch etwas mit Telepathie zu tun. Man fühlt, was jemand sagt. Und man resoniert mit der Person oder man resoniert nicht. Aber ich lade euch ein, wenn ihr mit einer Person nicht resoniert oder eine andere Person nicht mit euch resoniert, dass ihr einfach euren Frieden damit habt. Es muss nicht persönlich sein. Vielleicht sind einfach die Informationen und die Frequenzen, die ihr teilt, nicht kompatibel mit dem Weg und der Existenz einer Seele hier in diesem Existenzraum. Wir haben alle Übereinkünfte, dass wir uns eine Welt teilen und diese co-kreieren. Aber wir haben ganz individuelle Perspektiven und Betrachtungsweisen, durch die wir diese Welt wahrnehmen und sehen. Und das müssen wir unseren Mitmenschen und mitlaufenden Seelen erlauben, dass sie ihre eigene Perspektive behalten, solange sie es möchten. Und das sollte euch auch die nötige Entspannung geben, euren Weg zu gehen in eurem Erwachungsprozess und auf eurem spirituellen Pfad. Und irgendwann einmal, und das ist etwas, wo ich euch jetzt schon mal ein kleines bisschen sneak peeken kann, werdet ihr sogar die Spiritualität ablegen und aufhören, spirituell zu sein. In dem Moment fängt die wahre Essenz des Lebens an, in Wissen und Weisheit zu gehen. Und dann müsst ihr nicht mehr angeben, jemand zu sein, sondern dann seid ihr im Frieden und im Einklang mit euch und mit allen Aspekten von euch. Und zum Beispiel, wenn ich manchmal lustige Sachen sage, wie scheiß die Wand an oder fuck, dann ist das schlicht und ergreifend auch eine Ausdrucksform von mir, die ich lieben gelernt habe. Und warum sollte ich irgendetwas von mir verstecken, nur um einer Idee und einem Konzept von einem sogenannten spirituellen Kollektiv zu erfüllen? Denn ich bin nicht hier, um euch zu gefallen. Ich bin nur hier, um euch zu erinnern. Und zwar die, die bereit sind. Und die, die bereit sind, die lassen sich nicht irritieren von diesen Ausdrucksformen und von der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Weder Englisch noch Deutsch, noch lustigen Ausdrucksformen und Floskeln, die ich benutze. Weil die, die bereit sind, in sich ein offenes Herz haben und fühlen, worum es eigentlich geht und der Verstand gar keinen Grund hat, hier abzulenken und einen negativen Wall aufzubauen, der Verurteilung und der Ablehnung, damit ein Grund besteht, sich nicht zu öffnen für die energetische Übertragung, die hier stattfindet. Und wenn ihr in euch getriggert seid, egal ob bei mir oder bei sonst irgendjemandem, dann lade ich euch ein, fühlt, was hochkommt, setzt euch hin, befasst euch mit den Emotionen, die hier hochgekommen sind. Und Emotionen sind keine Gefühle. Emotionen sind Mechaniken eures Gehirns. Gefühle gehören in die Seele. Emotionen wie Wut, Hass, Ablehnung, das sind Mechaniken des Gehirns, die zum Überlebensmodus gehören und damit eigentlich nicht mehr Teil der spirituellen Evolution sind. Irgendwann einmal wählt ihr Emotionen, weil ihr euren Verstand wählen müsst. Dazu mehr findet ihr auf meinem Kanal. Schaut euch also gerne mal die Videos an, die ich sonst noch so teile. Und lasst euch inspirieren von all dem, was ich hier noch zu meinen gesprochenen Worten eingebettet habe. All die Geschenke, die ich für euch bereitgestellt habe. Und wir sehen uns ganz bald wieder und wir gehen weiter in Themen wie Matrix, wie NPCs oder Biosuits, in Starseed-Themen bedingt. Schauen wir mal, wie viel wir noch hier zu teilen, weil unglaublich viel schon vorhanden ist.
Ein bisschen weniger IT-Themen und ein bisschen mehr Empowerment würde ich mir auch wünschen für die, die zu mir gekommen sind wegen Informationsinterviews und Videos rund um Extraterrestrische, weil ihr kommt irgendwann, wenn ihr euch noch weiterentwickelt, irgendwann in eine so starke Souveränität, dass ihr selbst IT-Themen fallen lasst und eure wahre Meisterschaft beginnt zu leben. Und die Meisterschaft beginnt dort, wo eure Souveränität sich entfaltet. Und hiermit lasse ich euch jetzt in euren eigenen Gedanken und Gefühlen, sitzt mit euren Emotionen, erlaubt euch getriggert zu sein und erlaubt anderen auf ihrem Weg das Gleiche. Und wir sehen uns ganz bald wieder und von meinem Herzen zu eurem Herzen. Ich liebe euch und ich danke euch für euer Sein. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir ein kleines Abo da für mehr Informationen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Bis bald, in Liebe. Eure Lia.